Hey Leute, Kona hier. Während dem Path of Fire Beta-Wochenende habe ich intensiv den Scharfschützen, die neue Elite-Spezialisierung für den Dieb, gespielt. In diesem Video möchte ich über meine ersten Eindrücke reden und euch meine Erlebnisse zeigen, die ich mit Luna als Sniper hatte. Viel Spaß! Zur Info vorab, das hier wird kein Guide, für dieses Video wird bestimmtes Wissen über den Scharfschützen vorausgesetzt. Das erste, das mir beim Scharfschützen auffällt, ist, dass er sich wie eine ganz neue Klasse anfühlt, wenn man die Elite-Spezialisierung spielt. Im Gegensatz dazu steht der Draufgänger, den ich zwar mag, der aber immer noch sehr nah am klassischen Dieb ist. Deswegen freue ich mich sehr auf neue Builds, die im Laufe der Zeit ausgeklügelt werden und auf eine frische Meta. 3 Tage waren sicherlich nicht genug Zeit, um alle Builds auszuprobieren, die man so in der neuen Spezialisierung spielen kann. Viel üben muss ich bestimmt auch noch, denn ich habe in diesen Clips viele Fehler gemacht. Schon nach kurzer Zeit beim Roamen im DVW stört mich die fehlende Mobilität. Durch das Abgeben des Draufgänger-Dodges und das fehlende Stehlen gibt es hier enorme Einbußungen, sodass der Scharfschütze auf jeden Fall eine Spezialisierung ist, die nicht so viele Fehler verzeiht wie der Draufgänger. Zudem muss man sich als Scharfschütze hinknien, um stärkere Gewehrskills zu bekommen, wird dadurch stationär und somit ein leichteres Ziel für Gegner. Eine gute Möglichkeit zu entkommen bietet dennoch Gewehr Nummer 4, mit der man sich mit einem Schattenschritt vom Gegner wegbewegt und Immobilisierungen aufhebt. Was mich zudem freut, ist, dass der Scharfschütze viel auf Stealth ausgelegt ist, sodass es sich wieder richtig lohnt, die Tradeline Schattenkünste zu skillen. Die Elite-Fähigkeit, die Enthüllung beispielsweise von Stealth-Traps aufhebt und tarnt, ist mit 2 Aufladungen mit relativ kurzem Cooldown ein sehr wertvoller Skill. Der Schaden im Allgemeinen ist ganz in Ordnung. Naja, er ist schon gut. Okay. Der Schaden ist absolut lächerlich und vermutlich das Interessanteste an der ganzen Spezialisierung. Mit voller Bosheit kann man viele Gegner mit Gewehr Nummer 4 im Knien-Modus einfach one-shotten. Aufgrund der Bosheit-Mechanik haben sich für mich in meinen Kämpfen als Scharfschütze eigentlich 2 verschiedene Spielstile ergeben. Entweder verhalte ich mich von Anfang an in einem Kampf offensiv, beispielsweise bei Zielen, die nicht so viel aushalten, oder ich markiere meinen Gegner und bleibe passiv, bis meine Bosheit sich über Zeit aufgeladen hat und mein Schadensoutput deutlich höher ist. Mit Gewehr Nummer 3 im Knien kann man mit 3 Benutzungen volle 25 Stack Macht bekommen und richtet so einen wahnsinnigen Schaden an. Ich hatte allgemein das Gefühl, dass die marodierende Rüstung, mit der ich rumgelaufen bin, schon eine relativ offensive Wahl für den Scharfschützen war. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch mit soldatischer Rüstung und dem richtigen Bild sehr hohen Schaden austeilen kann. Letzten Endes hängt es nicht nur von der Elite-Spezialisierung selbst ab, wie effektiv der Scharfschütze im WVW oder im SPVP sein wird. Wir müssen einfach abwarten, wie sich die anderen Klassen, die Meta an sich, entwickeln wird, denn Projektile und das stationäre Verhalten des Scharfschützen werden leicht zu kontern sein. Potenzial sehe ich also im Scharfschützen. Wird er zu beliebt, kann man aber davon ausgehen, dass sich die anderen Spieler mit ihren Builds auf diese Elite-Spezialisierung einstellen und nicht mehr so leicht zu überraschen sein werden. Was haltet ihr vom Scharfschützen? Welche anderen neuen Elite-Spezialisierungen gefallen euch? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und abonniert mich, um mich zu unterstützen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Kirmes-Schießbudenschütze, Kona.